Was soll ich sagen, Leute? Ich denke, der Porn war gut genug, hoffe ich mal. Ich weiß es nicht. Ich bin noch Anfänger, aber ich versuche mein Bestes hier. Also hier ist Celica 4-Wheel Drive. Hier steht schon Turbo 4-Wheel Drive in der Carlos Sainz Edition. Richtig geil, ey. Das sieht man jetzt erstmal nicht. Das ist ja das Coole dran. Diejenigen, die das hier jetzt sehen, die denken sich, ach, das ist doch ein 4-Wheel Drive. Ist nur ein 4-Wheel Drive. Aber man sieht es hier, die Kenner wissen es. Das hier, das ist nicht in der 4-Wheel Drive Edition. Das ist nur in der Carlos Sainz Edition. Noch einiges an dem Auto ist halt modifiziert, halt anders gemacht. Ich habe gehört, das Fahrwerk ist anders. Dass die Kühlung für den Turbo, der Ladeluftkühler ist mit Wasser und teils Luft gekühlt. Ja, ein paar Modifikationen sind auch gemacht am Motor, dass es halt 4 km/h mehr schafft. 4 km/h mehr, ja. Das kann man sich denken, was man will. Aber es ist einfach das Gesamtpaket. Das Gesamtpaket an dem Auto ist halt komplett anders. Schaut euch mal das hier an, hier auch. Ich weiß nicht, ob das bei der 4-Wheel Drive auch so ist. Aber hier sind Carbon-Teile dran. Hier, das hier, ich weiß nicht, man erkennt es kaum. Das hier vorne, ich tue mal Zoom. Ja, das hier und das hier, ist alles Carbon-Teilchen. Das sieht richtig, richtig geil aus, ey. Und vorne auch, man sieht, hier vorne, das ist viel zerklüfterter, viel offener in der Carlos Sainz Edition. Das ist hier anders. Das gibt's in der 4-Wheel Drive in anderen Versionen von der Celica gibt es nicht. Dann schauen wir mal nach innen. Mich sieht man heute nicht so, aber ist ja auch egal. Also auf jeden Fall hier die schönen Sitze. Ich wollte zwar Stoff haben, aber Carlos Sainz Editions gibt es gar nicht so viele, also 5000 Stück, deswegen ist mir auch egal, was das angeht. Hier hinten ist ein bisschen, da ist so ein Teil noch weg, weil der Vorgänger hat sich hier hinten solche Boxen eingebaut, die kann man aber wieder wegmachen. Ich kann es jetzt doch nicht aufmachen. Warte mal. Machen wir das. Zack. Richtig oldschool. Wie bei Mitsubishi auch. So, machen wir das hier auf. Oh, ist richtig schwer. So, da sieht man auch schon, die Rückbank ist da vorne und dahinter ist so eine Art Verstärker für die Boxen, ja. Und das Ding hier alleine wiegt schon wahrscheinlich 10, 12, 20 Kilo. Das mache ich auf jeden Fall raus. Und dann mache ich die Originalblende hin, die ist hier hinten, die hat er mir mitgegeben. Und da hinten ist auch der Originallenkrad, der war ihm zu groß. Das war ihm zu groß. Deswegen hat er hier das kleine Momo hier eingebaut, ist auch nicht schlecht. Aber ich finde vom Durchmesser her ist das viel zu klein. Schaut mal meine Hand. Und ich bin 1,70, 1,75 so. Also ich kaufe mir auf jeden Fall nochmal ein Momo, aber ein bisschen größeren, so wie beim MX5, so, ich weiß nicht, 26 cm, 27 cm, sowas. Das hier kommt auf jeden Fall raus, das Teil. Ja, das muss nicht sein. Und hier unten drunter ist ein Ersatzrad, sieht man. Das Auto hat jetzt, wie viel hat es? 77.000 Kilometer runter. Für ein Auto, das wirklich Großserie fast schon gebaut wurde, der Motor, der hält ja alles mögliche aus, bombensicher, 3GS oder wie die heißen, ich habe es jetzt vergessen, 3G2S, ich habe jetzt mich nicht so arg vorbereitet, also hängt mich nicht auf bei solchen Dingen, bei kleinen Details, also auf jeden Fall ist das Auto hier ein schönes Stück Geschichte, was auch Rallye-Geschichte für Toyota geschrieben hat, also das ist das erfolgreichste Toyota-Auto, was hergestellt wurde, bevor es aus der Rallye rausgegangen ist. Aus welchen Gründen auch immer. Aber auf jeden Fall ist das hier eines der besten und coolsten Autos, die jemals von Toyota gebaut wurden. Und ey, was soll ich noch sagen? Schaut euch das mal an. Wartet mal. Guck mal. Schaut euch mal, verfluchte Kacke, Scheiße. Ich sag euch, ich stehe mit meinem Namen. Schaut euch das mal an. Die coolsten Klappscheinwerfer, die es auf der Welt gibt, meiner Meinung nach. Also jeder hat ja seinen Geschmack,
Aber meiner Meinung nach ist das Nonplusultra die coolste Technik, die es gab. Schaut euch das mal an. Schön, eckig. Guckt euch das mir mal. Richtig 80er, 90er Style. Okay, ist jetzt ein bisschen dreckig, habe ich nicht gewaschen. Aber ja, ich sag mal so, MX5 hat auch einen geilen Style. Aber ich finde die hier von der Rundigkeit, von der Eckigkeit, finde ich die hier am coolsten. Die coolsten. Vor allem, wenn man von oben, wenn man drin sitzt im Auto, schaut sich mal das an. Ich gehe mal rein. Dann sieht man die Hutze hier. Die kleine Hutze. Man sieht hier, das sieht man im Internet bei allen Videos eigentlich gar nicht. Das hier unten ist so ein Spoiler vorne. Ganz vorne vor der Scheibe ist ein Spoiler. Ich kann es jetzt nicht fixieren, aber ihr wisst, was ich meine. Das sieht man ja. Richtig, richtig geil, Mann. Und hier hinten, man sieht alles. Jetzt mache ich mal die. Hier macht man die an und aus. Zack. Habt ihr es gesehen? Und hier mache ich sie aus. Und das ist auch cool. Habt ihr das gesehen? Der Lenker, der rastet einfach aus, damit man hier schön Beinfreiheit hat zum Rausgehen. Und dann, sobald ich wieder das anmache, ich mache mal nicht den Anlasser, sondern ich gehe mal einfach rein, damit die Blockade rausgeht aus dem Lenker. Und dann geht er runter, da wo ich es davor auch schon gemacht habe. Das tut sozusagen sich das merken. Und jetzt geht es von alleine nach oben. Sobald ich es ausmache, rastet der wieder nach oben. Hier sieht man die berühmt-berüchtigten ganz normalen Scheibenheber, Elektroscheibenheber. Gab es damals in den 80er, 90ern auch schon. Das Auto ist jetzt Baujahr 91, aber denkt euch mal das war schon früher, in so alten Zeiten war das schon hier eingebaut. Ich hatte einen Golf 4 von 98 oder so. Der hatte immer noch diese Kurbel, ja. Ich finde Kurbel jetzt nicht schlecht. Beim MX5 habe ich es auch gehabt. Schaut euch mal das an. Von oben sieht man es nicht, weil die Scheibe komplett schwarz ist. Aber hier ist ein schöner, wie heißt das nochmal? Dachfenster. Ach, Klappfenster. Ich hab's vergessen, wie das heißt. Egal. Und dann Sprachenlernen Bubble. Dann mache ich es wieder zu. Zack. Ich stehe eigentlich nicht auf solche Dachdinger, weil die wiegen erstens zu viel, braucht kein Mensch eigentlich. Also ich brauch's nicht, mir ist es egal. Hier ist ein Cupholder. Hält nicht mehr. Ja, das ist halt das Alter. Aber das sind die zwei Dinge, die in diesem Auto jetzt nicht funktionieren. Aber damit kann ich leben. Einmal der Cupholder hier. Schön zoomen, warte mal. Zack. Geht nicht rein. Dann hier, Oldschool. Kassette kommt da rein, falls einer von euch das nicht weiß. Die kleinen Kassettchen. Ich wollte schon VHS sagen. Ich habe selber nicht so viele Kassetten benutzt. Hier kommen CDs rein. Auch ziemlich alt. Und da ist ein Radio. Wenn man das anmacht, dann kommt hinten die Antenne hoch. Sieht man vielleicht von hier die Antenne hinten. Ja, ich gehe mal kurz wieder raus. Aber auf jeden Fall schaut euch mal die Sitze nochmal an. Hinten ist sowas wie eine Luke. Ja, warte mal hier. Da sitzt man ein bisschen tief. Ach, im Internet gibt es genug Videos, da kann man das sehen, wie das innen drin ist, wenn man da sitzt und so. Brauche ich jetzt nicht demonstrieren, dass das Auto eigentlich nicht gerade das gemütlichste von hinten ist. So, hier schön Handschuhfach. Hier unten gibt es irgendwie Ventilatoren, keine Ahnung, was es ist. Hier kann man die Klappscheinwerferstufe einstellen. Hier an, aus, Nebelschlussleuchte. Ja, ansonsten, Leute, ich sag nur eins. Ja, genau, was ich noch sagen wollte. Hier in der Carlos Sainz Edition, das ist ja eine, da ist vorne so eine Plakette drin mit seiner Unterschrift. Darauf muss man achten, wenn man sich das Auto holt. Ansonsten, was gibt's denn hier noch zu sagen? Ja, auf jeden Fall. Da mit dem Auto kam auch noch so eine Art Unterschriftkarte raus. Da kam so eine Art kleine Kärtchen. Ich tue es vielleicht einblenden, wenn ich ein Foto nachher mache. Hier jetzt gleich. Da ist von Carlos Sainz auch was unterschrieben. Und da hat so, dann kam ja später auch noch der T195 raus. Der hatte dann 4
leuchten. Das war kein Klappscheinwerfer, weil die haben ja durch wegen den Sicherheitsvorkehrungen, ach was weiß ich. Ey, wer hat denn das entschieden, sag mal? Als ob das jetzt so schlimm ist. Da macht man die halt ein bisschen lockerer, wackeliger oder was weiß ich. Aber nein, man hat die komplett verboten, die Klappscheinwerfer, und hat dann einfach später in der Celicia 195 T195 hat man dann die leider ersetzt gegen 4 Lämpchen vorne. Was meiner Meinung nach jetzt wirklich schade ist, weil... Aber es ist egal, dadurch nimmt es diesen Charme der 80er von diesem und 90er von diesem Autos hier. Die Einzigartigkeit bleibt damit bestehen. Also das finde ich jetzt nicht schlimm. Dadurch ist Exklusivität natürlich auch da und der Wert des Autos bleibt auch da. So, ich finde, das Originalauto war ja damals, glaube ich, mit 15 Zoll, gell? 15 Zoll, wobei die Felgen hässlich waren. Deswegen hat auch der Vorbesitzer hier schöne Felgen. Jetzt die Marke kenne ich nicht, Azef. Ja, aber ich finde vom Design her, ich habe auch schon solche gesehen auf Fotos von einem Rennfahrzeug. Da war einmal auf einer Etappe, ist das Auto mit solchen Felgen gefahren, mit solchen ähnlichen Felgen, mit dem Style halt. Dieses Speichen-Style. Ja, aber das Problem ist halt, das ist jetzt nicht Originalgröße, also es sind 17 Zoll. Wobei ich jetzt denke, ist das ein bisschen zu groß. Also ich wollte mir eigentlich 15 Zoll holen von OZ oder so. Oder in dem Stil. Aber jetzt lasse ich es erstmal so. Ich genieße es. Ich genieße das Fahrzeug so wie es ist. Für eine Weile. Es hat ja noch Zeit. Ich habe hier noch ein anderes Auto. 350Z und so. Also das muss jetzt nicht sein. Aber das Auto ist für mich immer ein Traum gewesen. Also wer Sega Rally gespielt hat, in den 90ern aufgewachsen ist, Geschichte sozusagen erlebt hat, früher als Kind vom Rally, der vergisst das Fahrzeug einfach nicht. Der hat das im Kopf und irgendwann mal, ich weiß jetzt nicht, wie das ist, also die Generation nach mir, die ist ja eher mit dem Evo X, Evo 9 vielleicht aufgewachsen, was jetzt nicht schlecht ist, 350Z ja auch. Und die 2000er Generation haben jetzt ihre 20 Jahre erreicht oder was weiß ich, 18. Ja, oder waren damals auch schon 15, sind jetzt halt über 30 oder 20, 28, keine Ahnung. Und die denken sich dann auch, ja cool, ich kaufe mir das Auto meiner Träume. Ja, ich kaufe mir einfach jetzt, ich kann es mir jetzt leisten, dann hole ich mir den 350Z. Die sind damit aufgewachsen, die denken nicht an so alte Fahrzeuge wie das hier jetzt. Das ist ein bisschen älter und das ist jetzt die Generation, wo ich bin ja damit aufgewachsen. 86 bin ich geboren. 5, 6 Jahre alt, da habe ich schon Sega Rally gesehen bei meinen Cousins. Ich habe auch niemals gedacht, dass ich so das Fahrzeug jetzt haben werde. In der Zukunft habe ich niemals daran überlegt überhaupt. Ich fand Autos eigentlich nicht so gut. Bis in die 2000er, dann habe ich angefangen, mich für Autos überhaupt zu interessieren. Was soll ich sagen? Also, das sind Autos, die werden niemals alt. Das ist so schön gealtert. Diese Kanten, diese Ecken, da ist wunderschöne Wölbungen, die das Auto hatten. An 80ern war ja eher so diese Wölbungen eher da. Da gab es nicht diese Ecken. Das ist, ja, gab es schon, aber es ist halt eine andere Designsprache. Jetzt Ferrari zum Beispiel hat ja damals schon Ecken und Kanten gehabt, aber Toyota und so weiter und keine Ahnung, die haben halt sich für diese Sprache hier entschieden. Diese runde, schöne 80s, 90s Style Flares. Ja, was mir wirklich zusagt. Wie gesagt, ich kann nicht genug schwärmen über diese schönen Klappscheinwerfer und diese Hutze, die halt einfach scheißegal, das muss nicht symmetrisch sein. Die haben sich gedacht, Funktionalität, scheiß doch auf diese Drecksmasche hier, alles muss gleich sein. Beim Evo 6 TME, das ist auch schön, links und rechts unten bei der TME, Tommy Mäkinen Edition, hat man Lufteinlässe für den Ladeluftkühler rund gemacht. Und auf der anderen Seite ist es eckig. Und da sieht man auch, die haben sich auch dabei gedacht, Funktionalität, was ist denn da? Da ist ein Ladeluftkühler rechts, also muss da natürlich mal Luft rein. Zack, hat man das verändert. Hier, warum hat man das gemacht? Weil drunter etwas gekühlt sein muss. Da ist doch so, da war so ein, beim Rennwagen haben die gemerkt, dass der Gurt, wie heißt der nochmal? Der Zahnriemen ist durchgeschmort wegen der Hitze.
in Afrika, keine Ahnung, wo das war. Was haben die sich gedacht? Ach, da müssen die Ingenieure jetzt drüber nachdenken, wie man da wieder Luft reinbekommt. Dann hat man sich halt so etwas eingebaut. Das ist Funktionalität und Ästhetik, Schönheit. Das zeigt mir richtig, dass die sich dabei was gedacht haben. Funktionalität, Gefühl. Man hat sich was gedacht. Hier, ich will das jetzt machen. Das ist besser. Und da ist ein bisschen Schmutz hier. Ja, seht ihr das? Ja, ich war gerade vorhin noch das Auto waschen. Das war ein bisschen schmutzig geworden. Muss auch sein. Also Autos muss man pflegen, hegen. Schönes Auto. Es war immer in der Garage. Immer in der Garage bei dem Kollegen, dem wo das gehört hat. Jetzt gehört es ja mir. Er hat sich sehr gut drum gekümmert. Das Auto hat überhaupt keinen Rost, nichts. Kein Rost, nichts. Weiß nicht, man sieht es wahrscheinlich jetzt nicht, aber keine Ahnung. Auf jeden Fall hat es nichts. Und jeder Auspuff, der hält zwar nicht mehr, der hält nicht mehr, was er mal gemacht hat. Man merkt, dass der zu laut wird irgendwie. Ab 3000 Umdrehungen. Da ist wahrscheinlich irgendwas mit der Dämmmatte innen drin, Dämmmaterial wahrscheinlich abgebrannt oder so, was jetzt mich nicht stört. Stört auch den TÜV sozusagen nichts, weil das Auto hat ja TÜV bekommen für bis 2024. Deswegen stürzt mich das jetzt auch nicht. Also hier, genau, das ist der zweite Fehler in dem Fahrzeug jetzt allgemein, dass die Antenne nicht mehr ganz runterfährt. Das stört mich als detailverrückten Perfektionisten natürlich ein bisschen. Ich denke halt dran, oh scheiße, das muss gemacht werden. Aber an sich ist es kein Mangel. Es ist jetzt nicht schlimm, die steht halt ein bisschen raus. Man kann die auch rausdrehen und in andere reinmachen, habe ich mir gedacht. Lasse ich jetzt mal so. Und wie gesagt, der Cupholder da drin. Aber schaut euch mal das an. Alleine wenn ich die Tür aufmache, gell. So, gehe ich so rein. Und ich sehe dieses Auto von innen. Diese schönen stilistischen Kopfstützen. Dann oben die Führung. Unten die Wölbungen. Zack. Da unten sind die Pedalen. Ja, die Pedale. Ja, ich habe mir vielleicht überlegt, Metallene einzubauen, aber hey, scheiße jetzt drauf erstmal. Erstmal genießen, sage ich nur. Genießen. Wenn ihr ein Fahrzeug habt. Nicht immer gleich tunen. Das meiste, was die Leute machen, die gehen gleich zur nächsten Werkstatt oder haben es noch nicht mal gefahren. Die sagen es gleich beim Händler, ja, ich will's in der Version gleich haben. Ich will's da gleich V3, KW V3. Ja, nicht schlecht, mach's halt. Aber meiner Meinung nach sollte man erstmal das Auto, so wie es ist, erstmal fahren, um zu verstehen, wie fährt sich das Auto, wie ist das Gefühl, wie hat sich der Ingenieur das gedacht. Dann danach kann man wieder tunen und dann wieder das Auto so wie neu erleben. Sozusagen das Auto verändern und dann spüren, was hat sich jetzt am Fahrzeughandling verändert. Und das ist ja das Coole, man lernt mit dem Fahrzeug dazu, man erfährt die neue Technologie, man spürt die neue, was man einbaut überhaupt, spürt man dann, was ist der Unterschied, solche Sachen. Also ich frage mich echt manchmal, was es soll mit diesem Tune immer. Genießt doch das Fahrzeug, das ist so schön, so wie es ist. Das Auto ist immer noch original. Ich habe mein 350Z nicht geändert. Ich wollte es ein bisschen tunen, aber es, ja, hat auch seine Gründe hier. Ich erkläre es beim nächsten Video mal irgendwo, wenn ich mal mit dem 350Z ein Video mache, was ich auch irgendwann vorhabe natürlich. Aber dazu muss ich erstmal Zeit finden. Ja, auf jeden Fall, das Auto ist der Hammer. Hammer, 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 Hammer. Hammer time. Das Ding ist, ich drehe nicht mehr nur Autovideos, sondern ich habe auch noch eine andere Leidenschaft. Das ist Uhren. Also ich mag Uhren, so richtige Oldschool-Uhren, ja, wie zum Fahrzeug jetzt heutzutage passt. Deswegen habe ich mir auch heute noch ein anderes Video überlegt noch dazu. Das drehe ich noch. Ich weiß nicht, welches ich als erstes veröffentliche. Aber die Uhr, die ich jetzt zeigen werde, das ist eine hammergeile Uhr aus den 80ern. Das passt perfekt zu diesem Fahrzeug, weil das Fahrzeug wurde nur 5000 Mal weltweit gebaut. 5000 Mal. Die Uhr, die ich habe, das ist die GW 5000U von G-Shock. Ich
glaube GW oder DW 5000U mit der U, weil das halt eine neue Version, scheißegal jetzt. Auf jeden Fall, diese Uhr endet mit 5000 als Seriennummer. 5000. Deswegen habe ich mir gedacht, komm, das muss ich auch mit diesem Fahrzeug hier drehen. Wenn ihr Bock habt, schaut mal rein. Ich sag mal so, man kann nicht genug schöne Sachen im Leben erfahren und irgendwas, was einem gefällt. Sei es jetzt eine Uhr am Arm, die einen immer wieder in die Augen schaut, sozusagen, wenn man drauf guckt, denkt man sich, wow, was für eine schöne Uhr. Das ist zwar was Kleines, aber es sind kleine Dinge, die das Leben halt irgendwo auch, sag ich mal, cool machen und schön. Weil wenn wir so etwas nicht machen, das ist zwar materialistisch, aber wenn wir so etwas nicht tun, dann für was arbeiten wir dann überhaupt noch? Ich meine, irgendwo müssen wir unser Geld ja ausgeben, irgendwo muss es ja hin, weil sonst verschwenden wir es und der Staat kriegt es dann zurück, wenn wir tot sind. Deswegen lieber investieren, vielleicht irgendwann mal wieder verkaufen, ist ja okay, aber man hat ja seinen Spaß gehabt mit dem Geld, man hat was getan, man hat Spaß gehabt. Darum geht's ja im Leben. Hey, sag doch mal ehrlich, Mann, ey, was sollen wir denn machen? Schaut euch mal das Auto hier an. Schaut euch mal das Auto hier an. Verdammte Scheiße. Ich verstehe nicht, wie kann das mir gehören? Wie? Guck mal. Wie kann das mir gehören, verdammte Scheiße? Und jetzt drehe ich mal ein anderes Video. Und schaut mal rein. Ich sag's euch, die Uhr ist hammergeil. Die Uhr ist hammergeil. Okay, schaut euch das mal an. Verdammte Scheiße. Okay, ich muss jetzt weg. Sonst höre ich gar nicht mehr auf. Bis zum nächsten Mal. Turbo 108 Channel in the house. Subscribed. Lasst ein Like da, wenn ihr Bock habt. Und kommentiert einfach. Tschüss.